Hallo alle miteinander, ich begrüße euch alle recht herzlich zu der Serie, die neu in diesem Jahr auf diesem Kanal entstanden ist. Meine Reise zu den ersten 100.000 Euro. Mein Portfolio hat derzeit einen Wert von knapp 37.500 Euro und auf die gesamte Laufzeit einen internen Zinsfuß von 17%. In der Performance-Grafik sehen wir aber, dass mein Portfolio wirklich noch gegenüber den altbekannten großen ETFs hinterherhängt. Warum ist es so? Ich habe knapp 2 Jahre lang gebraucht, um mich selber an der Börse zu finden, kennenzulernen, eine Strategie für mich zu finden, die auch zu mir, zu meinem Charakter passt, mit der ich mich wohlfühle und auch mit der ich auch ruhig schlafen kann. Und das Fundament meiner Strategie ist auch erst letztes Jahr eigentlich gebaut worden. Und Ende des Jahres im Oktober habe ich die Idee gehabt, in Google Sheets ein eigenes Aktienanalyse-Tool zu bauen auf fundamentaler Basis. Das hat zwar viel Zeit gekostet, aber die Zeit hat sich gelohnt. Ich habe auch sehr viel in der Zeit gelernt und ich habe auch meinen ersten Erfolg gehabt, denn ich konnte letztes Jahr bis auf den DAX alle anderen ETFs outperformen. Und ich habe auch auf diesem Kanal eine Playlist erstellt, in der ich auch dementsprechend die ganzen Aktienanalysen auch reinstellen werde. Da seid ihr auch recht herzlich dazu eingeladen, dort hin und wieder mal reinzuschauen. Vielleicht ist die ein oder andere Aktie mit dabei. Und dann würde ich sagen, werden wir nach dem Intro gleich mit der Wochenperformance weitermachen. Pausiert euch auch gerne den Disclaimer und liest ihn euch mal in Ruhe mal durch. Mein Portfolio hat in der Woche 0,78% verloren. In Euro sind es fast minus 300 Euro. Ich habe eine kleine Dividende erhalten und investiert wurden über 1000 Euro. Das schauen wir uns aber später nochmal an. Die Performance zeigt, dass die ETFs besser gelaufen sind wie mein Portfolio. Und dann würde ich sagen, dass wir rübergehen zu der Portfolioanalyse. In der Renditetabelle sehen wir, dass der November und Dezember wirklich das Portfolio kaum bewegt haben. Der Januar wiederum hat aber richtig gut angefangen und nach 2,5 Wochen haben wir hier eine Performance von 1,86%. Da bin ich wirklich gespannt, wo wir am Ende des Monats hier stehen werden. In der Kapitalfluss-Tabelle können wir uns eins anschauen, dass ich seit über 2 Jahren meiner Linie treu bleibe. Das bedeutet, mein Ziel war es hier über 1000 Euro aufrechtzuerhalten und diese Summe kann ich dementsprechend jetzt seit über 2 Jahren aufrechterhalten und dann können wir uns ungefähr ausrechnen, wann ich die 100.000 Euro erreichen kann, wenn ich so mit der Sparsumme weitermache. Unter den Sektorengewichtungen können wir uns anschauen, dass mein Portfolio mit 25,5% in den Informationstechnologiesektor investiert ist. Platz 2 sind Finanzunternehmen bei 17%, Platz 3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,6%, Kommunikationsdienste 10,5% und Platz 5 Basiskonsumgüter 7,4%. Und dann kommen die kleineren Sektorengewichtungen. Übrigens, mein Portfolio ist in jedem einzelnen Sektor investiert. Das war mir irgendwo von Anfang an auch wichtig, dass ich alle Sektoren dementsprechend im Portfolio habe. Schauen wir uns jetzt die Top-Verlierer und Top-Gewinner an. Erstmal fangen wir mit den Verlierern an. Mastercard hat 6,8% verloren. Übrigens, es gab eine kleine Schlagzeile zu den ganzen Finanz- und Bankunternehmen und das werde ich euch aber im nächsten Abschnitt mal kurz und knapp erklären, was da jetzt genau los war. Also Mastercard 6,8%, Visa 6%, JP Morgan Chase, eine unserer größten Positionen im Portfolio mit 5,2% Verlust, American Express 4,7%, Meta Platforms 3,6%. Übrigens ist Meta die Aktie, die was wir neu ins Portfolio geholt haben. Das werde ich euch aber mal genauer gleich mal erklären. Und United Health mit 3,5%. Und jetzt die Gewinner der Woche.
Einmal Chevron mit 3,3%, nachdem der Ölpreis wirklich stabil geblieben ist. Novo Nordisk, die habe ich in einem früheren Video schon erklärt, dass meiner Meinung nach wird Novo Nordisk hier weiter nach oben rausschießen können, denn ich glaube wirklich, dass sie langsam den Boden unten gefunden haben. Jetzt kommen wir zu Walmart, auch starke 5%, nachdem vor kurzem bekannt gegeben wurde, dass Walmart an die Nasdaq 100 aufgenommen wird, und das beflügelt natürlich so eine Aktie. Caterpillar weiterhin stark 5%, Realty Income 5,8% war eine meiner kleinen Überraschungen im Portfolio, und British American Tobacco mit 6,8%. Jetzt kommen wir endlich zu den einzelnen Aktienpositionen. Wir machen das immer so, dass wir immer in Fünfer-Schritte weitergehen, denn sonst wäre das viel zu knapp auf dem Bildschirm. Also, dann fangen wir an. Apple, unsere größte Position weiterhin im Portfolio. Die haben jetzt leicht Federn gelassen in den letzten Tagen. Warum? Weil die wirklich davor sehr starkes Allzeithoch ausgebaut haben. Amazon vor einer Woche richtig stark performt, haben jetzt in dieser Woche auch ein bisschen nachgegeben, aber kein Wunder, die Woche zuvor war wirklich phänomenal. Alphabet hat hier wirklich sich kaum bewegt, aber haben vom Platz 4 den Platz 3 in unserem Portfolio von alleine erobert. Und warum? Weil JP Morgan Chase dementsprechend hier Feder gelassen hat, wie alle anderen Finanzunternehmen. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass ich euch was sagen werde zu diesem Thema, was da überhaupt los war. Und ich werde euch jetzt zwei kleine kurze Sätze vorlesen, damit ihr überhaupt dann sofort versteht, was da los ist. Also, die Bankaktien sind letzte Woche vor allem wegen sinkender Zinserwartungen eingebrochen. Da der Markt mit schnelleren Zinssenkungen der EZB und der Fed rechnet, schwindet die Aussicht auf hohe Zinsmargen. Und das Problem ist, bei Banken ist halt die Haupteinnahmequelle hohe Zinsmargen. Zusätzlich schürten schwache Wirtschaftsdaten die Sorge vor steigenden Kreditausfällen, was Anleger dazu bewegte, Gewinne im Finanzsektor mitzunehmen. Und so, jetzt wisst ihr, was hier überhaupt los war, und dementsprechend, das werden wir auch in den anderen Positionen auch sehen, dass die halt dementsprechend schwächer abgeschnitten haben. Nvidia weiterhin stark unterwegs, also weder ein großes Plus noch ein großes Minus, sehr stabil. So, dann gehen wir zu 6 bis 10 rüber. Waste Management ist relativ stabil geblieben diese Woche. Die laufen jetzt seit mehreren Tagen eigentlich nur seitwärts. Aber ich bin guter Dinge, dass wir hier bei Waste Management dementsprechend bald einen Ausbruch sehen könnten. Novo Nordisk ist richtig stark gelaufen in der letzten Zeit. Da merkt man einfach, dass die Leute immer positiver eingestellt sind auf Novo Nordisk. Ist halt eine Aktie, die richtig stark bestraft wurde in den letzten Monaten. Und ja, meinerseits ist hier kein Wunder, dass dementsprechend früher oder später so eine Aktie wieder einen Ausbruch sieht. Meine Meinung habe ich schon geäußert, dass ich glaube, dass hier der Boden schon gefunden wurde, und wenn sie sich jetzt in diesem Bereich, wo sie jetzt gerade ist, stabilisieren könnte, wäre das wirklich sehr positiv. Microsoft ist ein kleines Sorgenkind in unserem Portfolio. Soweit ich das in Erinnerung habe, ist Microsoft unsere älteste Position im Portfolio. Die stand schon mal deutlich höher. Und ich habe vorhin schon erklärt, dass ich eine Playlist führe mit Aktienanalysen, mit meinem Fundamentalanalyse-Tool. Und ich vermute jetzt mal, dass Microsoft als nächstes hier von meiner Seite aus bewertet wird, denn ich sehe hier langsam Potenzial wieder für einen Einstieg. American Express genauso bestraft worden wie JP Morgan Chase, ist halt auch ein Finanzunternehmen, und Linde ist eigentlich auf einer und derselben Stelle stehen geblieben. Die konnten sich dementsprechend hier auch leicht stabilisieren in dieser Woche. Und jetzt gehen wir zu den Positionen 11 bis 15. Zu Chevron habe ich vorhin schon was gesagt. Die sind wirklich super gelaufen in dieser Woche. Grund dafür war,
der stabile Ölpreis. McDonald's läuft eigentlich seit Februar letzten Jahres wirklich nur in einer Seitwärtsphase. Genau dasselbe macht Coca-Cola auch. Und diese zwei Positionen werde ich auch definitiv so schnell wie möglich mit meinem Analysetool bewerten. Denn falls mein Analysetool hier mal uns einen schönen Wert angibt und die Aktie uns entgegenkommt, dann würde ich hier definitiv nochmal ein bisschen Geld reinstecken. United Health läuft auch seit November seitlich. Da bin ich mal gespannt, ob die Aktie jetzt mal ausbricht oder ob sie wirklich uns nochmal entgegenkommt, dass wir diese Position ausbauen könnten. Übrigens, United Health habe ich wirklich an dem tiefsten Punkt gekauft, nachdem sie abgestraft wurden. Und kurze Zeit später ist Warren Buffett hier rausgekommen und hat halt eben gesagt, dass Berkshire Hathaway United Health mit ins Portfolio mit aufnimmt und dann ist die Aktie nach oben rausgeschossen. Visa genauso wie JP Morgan und American Express hier abgestraft worden letzte Woche. Und dann kommen wir jetzt zu den Positionen 16 bis 21. Warum jetzt diesmal 21? Weil wir eine Aktie noch mit ins Portfolio aufgenommen haben. Caterpillar, unser Industriegigant, ist wirklich stark unterwegs. Also wir merken wirklich, dass diese Position wirklich gut performt, schon die ganze Zeit. Ich muss aber eine Sache dazu sagen. Ich habe Caterpillar im Oktober für 430 € gekauft gehabt und habe sie ein paar Tage später bei knapp über 450 € wieder verkauft. Und wenn man sich hier das anschaut, ich habe jetzt gerade einen Einstiegskurs bei 479 €. Also kann ich sagen, ich bin mal wieder schwach geworden. Ich sollte mich selber an meine eigene Nase packen, weil ich versuche hier natürlich den Leuten was beizubringen mit meinen Videos. Aber da merkt man auch, ich habe mich genauso selber verleiten lassen und habe gedacht, dass der Gesamtmarkt uns wieder entgegenkommt und habe diese Aktie dementsprechend verkauft. Also Fehler meinerseits. Jetzt kommen wir zu Meta, unserer neuen Position. Die habe ich schon damals sehr oft in meinem Portfolio gehabt, habe sie dementsprechend dann öfter mal verkauft, aber da habe ich wirklich noch mit diesen ganzen Aktienanalysen etc. noch wirklich nichts am Hut gehabt. Also ich habe mehr oder weniger das Ganze blind betrieben. Ich habe jetzt aber diese Aktie mit meinem Fundamentalanalyse-Tool bewertet. Ich verlinke euch auch das Video zu dieser Analyse von Meta. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen, wenn euch so etwas interessiert. Und ich habe jetzt gesagt, auch wenn ich jetzt hier sehe, dass sie dementsprechend noch weiter runtergefallen ist, mein Gott, dann werde ich halt die Tage nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und hier nochmal Positionen einkaufen. Jetzt kommen wir zu Walmart. Walmart ist wirklich stark unterwegs. Also seitdem hier bekannt gegeben wurde, dass sie an die Nasdaq 100 aufgenommen werden, richtig starke Leistung, also eine sehr coole Position in unserem Portfolio. Mastercard, genauso wie vorhin schon JP Morgan Chase, American Express und Visa, richtig stark abgestraft worden. Realty Income, habe ich vorhin schon gesagt, eine kleine Überraschung in unserem Portfolio. Und British American Tobacco auch gut unterwegs. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch die Dividenden an. Im Dividenden-Dashboard sehen wir, dass uns das Portfolio bislang 272 € an Dividende ausgezahlt hat. Persönliche Dividendenrendite ist noch relativ weit unten bei 0,67% und monatlich sind es schlappe 18 €. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch den prognostizierten Dividendenkalender mal an. In dem prognostizierten Dividendenkalender sehen wir, dass uns für dieses Jahr eine Dividende von fast 500 € prognostiziert wird. Im Januar haben wir schon eine Dividende von Walmart und Realty Income erhalten. Das Schlusslicht macht dann JP Morgan Chase. Und im Februar sehen wir, dass die meisten Unternehmen schon die Dividende bestätigt haben. Apple ist da noch ein bisschen hinterher, aber da bin ich auch guter Dinge, dass sie bald nachziehen werden. Jetzt möchte ich noch das Video mit ein paar Sätzen beenden. Und zwar, wenn ihr euch das so anschaut und anhört, dann werdet ihr auch sehr schnell bemerken,
dass ich auch sehr ehrlich mit euch bin, transparent genug. Und ihr seht auch, dass ich nicht perfekt bin. Ich mache immer noch meine Fehler und ich verurteile auch niemanden, wenn er auch welche gemacht hat. Das gehört auch dazu, denn das Finanzthema ist ein großes Thema. Es ist ein sehr trockenes Thema. Aber wir dürfen nicht leichtsinnig mit unserem eigenen Geld umgehen. Und deswegen habe ich diesen Kanal gegründet, damit ich euch allen dementsprechend helfen kann, so gut wie es geht. Ich bin immer noch kein Profi und vielleicht, wenn wir aber gemeinsam an uns arbeiten, werden wir das früher oder später vielleicht mal werden. Und dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, schöne Woche wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder eine Aktie oder unser Portfolio analysieren. Euer Delta Metron.